Du denkst, dass deine Feinde dich zerstört sehen wollen? Am besten, dass du lustlos bist, dass du keinen Bock auf die ganzen Sachen hast, was du üblich machst und dass du komplett demotiviert bist und dass du auf dem Boden liegst und am besten aufgibst. Ja, vielleicht liegst du gar nicht verkehrt mit deiner Denkweise, vielleicht liegst du absolut richtig. Aber jetzt legen wir doch mal das Ganze ein bisschen anders aus. Wir stellen uns vor, unsere Feinde wären unser Spiegel. Wir stellen uns davor und dieser Spiegel zeigt uns unsere ganzen Defizite. Ist doch eigentlich was Gutes, oder? Wenn man ein bisschen nachdenkt. Und genau darum geht es. Ich finde, wir sollten die Feinde nicht als Hass, nicht als Feind sehen, wie wir es üblich kennen, sondern wir sollten die eher, in Anführungsstrichen sage ich mal, lieben. Und dadurch, dass wir unsere Feinde lieben, nehmen wir das Ganze auch ganz anders auf. A, macht uns der ganze Frust nicht kaputt, was man üblich kennt. Und man nimmt das Ganze, diese ganze Frust ja, egal wo man ist, sei es im Alltag, sei es, wenn man auch ins Bett geht. Man schläft mit dem Frust, man wacht mit dem Frust auf, wenn man die Person noch sogar tagtäglich sieht, auf der Arbeit, im Alltag, ist ja egal wann und wo, dann ist das Herz wieder am Pumpen. Und das ist natürlich nicht gut für uns. Das macht uns ja mehr kaputt, als eigentlich die Person, die es kaputt machen soll. Und deswegen ist Hass oder Feind nicht gut. Also Hass mit Hass zu bekämpfen ist nicht gut, aber Hass kann man mit Liebe bekämpfen, kann man mit Frieden bekämpfen. Und dadurch, dass unsere Feinde ja unser Spiegel ist, oder unsere Feinde unsere Spiegel sind, je nachdem, wer wie viele Feinde hat, denke ich, dass es nichts Besseres gibt, als jemanden, der einen herausfordert, den man überhaupt nicht mag. Gerade dieser Person gegenüber will man sich doch beweisen. Und man will sagen, ey, ich bin gar nicht so schlecht, wie er mich eigentlich hält. Und was macht man dann natürlich? Man fängt an, sich zu arbeiten. Man tut, man macht, man versucht zu wachsen. Und man wächst dann auch. Jetzt kommt natürlich der nächste Schritt. Wenn man dem Feind keinen Schaden zufügt, wenn man über die Person nichts Schlechtes redet, man bringt eigentlich dann den Feind ja komplett durcheinander. Weil der erwartet von uns was ganz anderes. Der denkt ja, okay, jetzt kommt diese Person wieder mit einer bösen Aktion. Und dann denkst du dir natürlich, der Feind, der spielt mir jetzt wieder einen Streich, ne? Was auch immer. Und das Ganze fällt natürlich ins Wasser, diese Gedanke, weil das nicht existieren wird. Weil man denkt ganz anders. Und dadurch ändern wir die Denkweise von unserem Feind uns gegenüber. Und dann muss man natürlich Größe zeigen, ja? Man muss Größe zeigen. Man muss die Vorbildrolle sein, indem man natürlich den ersten Schritt wagt. Und das ist der schwierigste Schritt. So, wenn man das Ganze gemacht hat, dann kommen natürlich die anderen Sachen, ne? Man muss dann umdenken, man muss dann man muss sich einfach mal zusammensetzen, mal reden und dann das Ganze, auch wenn es schwerfällt, auch wenn es hart ist, jetzt werden viele von euch sagen, ja, kann man gar nicht, aber da muss man auch mal vergessen und vergeben können. Nur so können aus Feindschaftlichkeiten Freundschaften entstehen oder aus Feindschaften Freundschaften entstehen. Und das ist, finde ich, woran wir alle arbeiten müssen, weil Hass weitergeben, das macht, wie gesagt, einen kaputt, das zerstört einen innerlich und das frisst einen innerlich komplett auf. Und deswegen setzt auf Freundschaft, setzt auf Liebe und auf Frieden. Nur so sind wir stark.